Oh ja, ich glaube, das wird meine Zeit hier an der KHB überleben. Das ist mein Projekt, das wir im Semesterprojekt Scaling Fiber Experimental Yarns gemacht haben. Und das ist das Earth Yarn, also das Erdgarn. Das ist ein Viskoseumschlag, der ist gefüllt mit Erde und war mit Samen gefüllt. Und der ist ummantelt von Garnen aus Baumwolle. Dieses Bäumchen hat sich hier so total reingewickelt und es ist total süß, wie sich das jetzt so miteinander verbindet, so die echte Natur und die von mir gemachte Natur sozusagen, wenn man das so sagen kann überhaupt. Und hier sieht man aber auch, wie sich das Moos abgesetzt hat und die Algen. Und als ich das Garn quasi gestaltet habe, habe ich mich auch damit beschäftigt, wie dann eigentlich so Pflanzen wachsen. Und oft sind die Moose und die Algen halt die Pioniere. Und sobald die da sind, wachsen andere Pflanzen, weil die sind dann so der Nährboden für andere. Also mein Experiment ist meine Masterarbeit und ich habe im Master musste ich ein Praktikum machen und während des Praktikums bei Studio Hilo habe ich eben mich mit Open Source Maschinen beschäftigt und ich war so krass. Das ist etwas, wo ich nie dachte, dass mich das Studium in diese Richtung bringt, aber es hat auch Platz hier. Also es hat auch Platz, eine Perspektive von einem Zwischenschritt zwischen Handarbeit und Industrie, weil man lernt auch beides kennen hier im Studium. Und man kann aber auch selber rausfinden, wie geht denn so ein Zwischenschritt dazwischen. Man kann sich selber als Designerin total kennenlernen, weil ich finde, also alle meine Kommilitoninnen, alle mögen was anderes sozusagen und das ist halt so total cool, weil das fühlt sich wie so ein super individuelles Studium an. Also alle gehen halt aus dem Fachgebiet raus und können auch irgendwie was anderes richtig, richtig gut. Ich habe zum Beispiel noch nie selber ein Material gekocht und ich finde das natürlich spannend, aber andere haben vielleicht halt noch nie was 3D gedruckt. So alle Teile hier sind 3D gedruckt und ich bin jetzt natürlich kein Profi darin, wie man Maschinen selber baut. Ich bin keine Maschinenbauerin und deswegen habe ich online geguckt, was gibt es denn eigentlich schon veröffentlicht, was ähnlich ist zu dem, was ich eigentlich bauen möchte. Und ich habe mich dann an einer Strickmaschine orientiert, die Open Source ist und die dann so umgebaut, dass ich genau diese Technik mit den mehreren Garnen eben für mich einbauen kann. Also diese Maschine, die arbeitet sozusagen mit einer Stricktechnik, also mit einer Rundstricktechnik, also so eine typische Circular Knitting Machine. Aber ich wollte die ganze Zeit, dass sie nicht nur ein Garn einspeist, sondern dass ich die Möglichkeit habe, verschiedene Garne einzuspeisen. Und jetzt sage ich Garne, aber damit meine ich eigentlich auch Material. Also ich kann zum Beispiel jetzt hier, ich kann halt 4 verschiedene Garne einsetzen und die pro Nadel einspeisen. Und so kann ich ein Garn kreieren, wo die Materialien auch vielleicht in der Wechselwirkung miteinander stehen. Eins ist elastisch, eins ist total steif, eins löst sich im Wasser auf. Also man kann mit den Garn auch etwas umstricken. Und das würde dann unten rauskommen. Also was ich eigentlich immer als Fokus habe, ist, dass ich am Ende das wieder mit Erde befüllen könnte oder mit Pflanzen befüllen könnte, dass man zum Beispiel in einem vertikalen Garten damit arbeiten könnte. Was ich super spannend finde, ist, dass man ja auch mit der Umgebung der Städte in der Zukunft arbeiten muss, weil wir können nicht so viel umbauen. Wir haben ja schon ganz viel Architektur da und wenn wir aber denken, wir machen ein Material, das wie so ein
jetzt habe ich nur den englischen Titel, so Green Urban Envelope heißt das, dass man halt quasi ein Material gestaltet, das wie so ein grüner Umschlag wird für, sagen wir mal, Hochhäuser oder für eine Wand oder für einen Balkon einfach in einem Hochhaus. Und dass dann einfach diese Gartenfunktion, diese Pflanzen, dass die beim Runterkühlen der Städte helfen. Für mich ist eigentlich mit der ganzen Experience, die ich jetzt so durch mein Studium hatte, klar geworden, dass es nur funktioniert, wenn wir lokaler wieder denken, wenn wir halt mehr in Communities denken und wenn wir wieder quasi miteinander an Sachen arbeiten und lokale Skills sich zusammenschließen und ich sage jetzt auch diese Open Source Tools nutzen, wo ich ja jetzt quasi meinen Teil dazu beitragen möchte, dann glaube ich, schaffen wir das auch mit so kleinen Schritten, also so aus einem kleinen Movement heraus wirklich was Großes zu bewegen, weil viele kleine, viele kleine Teams machen auch was Großes. Und ich glaube, allein schafft man es nicht und es muss wirklich so ein anderes Denken wieder geben, wie wir auch produzieren, wie wir designen und was wir eigentlich in die Welt rausgeben.